1% Steuern. 1%. Das ist ein Traum und ein Märchen zugleich für unsere geschundene deutsche Steuerseele. Und deshalb ist das Small Business in Georgien mit seiner Steuerlast von 1%, 1%, könnt ihr das glauben, auch für viele Deutsche der Hauptgrund, wenn es ums Auswandern nach Georgien geht. Und ganz ehrlich, es ist auch kein großes Problem, das umzusetzen. So, jetzt muss ich erstmal die Spinne loswerden. Ich hoffe, sie ist jetzt auch weg. Jedenfalls gibt es ein paar Punkte, die viele falsch einschätzen. Und genau dann fangen eben dort auch die Probleme an. Damit dir das nicht passiert, zeige ich dir in diesem Video die 3 größten Fehler, die man machen kann und die hinterher die größten Probleme mit nach sich ziehen können. Ich sehe das immer wieder. Leute kommen nach Georgien, melden sich irgendwie an, starten direkt durch, und das finde ich ehrlich gesagt auch ziemlich cool, wenn man nicht lang fuckert und einfach mal was macht, und denken dann letztendlich, das läuft alles so, das funktioniert, keinen interessiert's, und oftmals funktioniert es auch ziemlich lange ganz gut, aber die Fehler oder die Probleme, wenn es denn zu Problemen kommt, liegen halt oftmals im Detail. Und der erste Punkt ist, du hast nur einen Auftraggeber. Also faktisch, ich sag mal, du kannst 2 Auftraggeber haben, aber deine Umsätze kommen zu 85% oder mehr von einem und denselben Auftraggeber. Und auf dem Papier bist du dann zwar selbstständig durch dein Small Business, aber de facto könnte es sein, und ich sage nicht, dass es immer so ist, also theoretisch gibt es da auch noch andere Kriterien, die relevant sind, aber zuerst wird danach geschaut, für wie viele Auftraggeber du tätig bist. Denn dann kann es eben sein, dass das Finanzamt da eine Scheinselbstständigkeit draus macht, du dann wie ein Arbeitnehmer behandelt wirst, und dann ist die Steuerlast wesentlich höher als 1%. Also das Einfachste, um das zu umgehen, ist einfach für mehrere Auftraggeber zu arbeiten und aufzupassen, dass ihr nicht finanziell quasi offensichtlich von einem abhängig seid. Ist vielleicht auch für euch das Beste, ehrlich gesagt. Der zweite Punkt ist deine Tätigkeit. Und klar, viele denken, ja, ich arbeite jetzt online und das passt dann also alles schon. Aber das ist nicht immer so. Denn um unter die 1%-Regelung zu fallen, kannst du nicht jede Tätigkeit ausführen, die du ausführen möchtest. Also es gibt da einen Katalog an Tätigkeiten, die nicht ausgeführt werden dürfen in diesem Modell. Und wenn du die dann trotzdem ausführst, dann kann es bei einer Prüfung eben dazu kommen, dass das nachversteuert und strafversteuert wird. Für die Anmeldung ist es dann letztendlich sowieso relevant, eine Tätigkeit anzugeben, die auch zugelassen ist. Das wird ja dann bei der Anmeldung schon überprüft, aber eben auch für deine Rechnungsstellung und so weiter ist es später schon wichtig, dass du darauf aufpasst und nicht am Ende irgendwie das böse Erwachen hast nach 3 Jahren, weil in der Regel werden dann eben auch immer 3 Jahre geprüft hier in Georgien. Und der dritte Punkt, der für dich relevant sein kann, ist, von woher kommt denn dein Geld? Aus dem Inland Georgien oder aus dem Ausland? Und warum das relevant ist, das hat was mit diesem neuen Gesetz zu tun, das sie jetzt verabschiedet haben. Dann brauchst du nämlich, wenn du aus dem Inland Umsätze hast, also die du jetzt hier vor Ort mit hiesigen Kunden generierst, eine Work Permit. Wenn du Geld quasi online mit deutschen Auftraggebern, Schweizer Auftraggebern, irgendwelchen anderen Ländern, was auch immer, Auftraggebern generierst, dann brauchst du keine Work Permit hier in Georgien. Und das ist eigentlich ein ganz großer Unterschied. Also wenn es für dich möglich ist, versuch halt das Geld aus dem Ausland zu generieren. Dann umgehst du das, dann musst du nämlich eine CV, also so eine Art Lebenslauf vorlegen, wenn du eine Work Permit brauchst. Dann wirst du zu einem Interview gebeten, dann musst du deine Qualifikation so ein bisschen erklären, was du machst, woher deine Kunden kommen. Also die fragen da schon ein bisschen. Ich habe das auch durch, weil es war damals ganz witzig. Die neue Regelung wurde ja am 1.3. Verabschiedet und ich habe diese ganzen Sachen halt eingereicht, weil ich dachte, ich brauche jetzt die Work Permit. Und Mitte April wurde das dann für diese ausländischen Gelder wieder aufgehoben, weil die wahrscheinlich gemerkt haben, dass viele dann wegfallen und einfach kein Small Business mehr anmelden. Und Georgien möchte ja schon gerne das Geld aus dem Ausland nach Georgien bekommen, weil es ist ja schon ganz cool, wenn du aus dem Ausland Gelder generierst, dann gibst du das ja oftmals hier in Georgien aus, was Georgien zum Vorteil gereichen würde. Während die inländischen Gelder, okay, den Umsatz würde dann sowieso ein Georgier im Zweifel machen. Und in dem Sinne haben die das dann halt Mitte April wieder aufgehoben. Ich hatte aber schon mein Interview mit dem Revenue Service. Das war ein Online-Meeting, hat dann irgendwie 10 Minuten gedauert. Und
habe auch am nächsten Tag direkt meine Work Permit bekommen. Das heißt, ich habe jetzt die Work Permit für ein Jahr übrigens, kann jetzt beides machen, aber theoretisch bräuchte ich die in dem Fall gar nicht, wenn ich jetzt nur aus dem Ausland meine Gelder generiere. Wenn ihr jetzt einfach ein klassisches Online-Business macht mit deutschen Auftraggebern, dann braucht ihr die Work Permit jetzt nicht mehr. Wenn ihr irgendwie vorhabt, hier in Georgien tätig zu werden, also auch georgische Kunden generiert und von denen Geld bekommt, dann bräuchtet ihr vor Ort eine Work Permit. Also kurz zusammengefasst, wichtig ist, wo kommt das Geld her? Wichtig für die Work Permit, und im Falle, dass es aus dem Ausland kommt, ist es natürlich wesentlich einfacher für euch. Seht zu, dass ihr 2 Auftraggeber habt oder mehr, dass ihr nicht den Hauptumsatz von 85 oder mehr Prozent von einem einzigen Auftraggeber habt, selbst wenn ihr mehrere Auftraggeber hättet. Und passt einfach auf, dass ihr die richtigen Tätigkeiten ausübt, um wirklich überhaupt von diesen 1% Steuern profitieren zu können. Also wie gesagt, es gibt so einen Negativkatalog, da ist alles aufgeführt, was nicht möglich ist, und was da nicht drin steht, ist theoretisch halt alles möglich. Also als Fazit, die 1% Steuern, das ist kein Trick. Das ist ein ganz legales System in Georgien, und die meisten Probleme entstehen nicht, weil das jetzt irgendwie zu kompliziert wäre, sondern weil viele es sich einfach viel zu einfach machen. Und falls du da irgendwelche Fragen hast, kannst du hier unten einen Call buchen. Wenn ich dir da helfen soll, wirklich auch mit meiner Lebenszeit, sage ich mal, dann mache ich das grundsätzlich auch gerne, aber ich sage es gleich, natürlich auch nur entgeltlich.